Hinweis: Alle auf diesem Kanal gezeigten Aufnahmen sind authentisch und entsprechen der Wahrheit. Nichts wurde gestellt, verändert oder inszeniert. Bei der Analyse von Orbs bleibe ich kritisch. Eine natürliche Erklärung ist nicht ausgeschlossen, doch manche Erscheinungen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Orbs erscheinen immer wieder auf unseren Aufnahmen, doch auch wenn ihre Herkunft rätselhaft ist, schließe ich natürliche Ursachen nicht aus. Die EVP-Aufnahmen, Electronic Voice Phenomena, wurden lediglich klanglich verstärkt, um flüsternde Stimmen aus dem Verborgenen besser hörbar zu machen. Eine paranormale Untersuchung an einem Ort, der längst verschwunden ist. Keine Mauern mehr, keine Gebäude, nur Fundamente und eine Geschichte, die sich in das Erdreich gebrannt hat. Was wir heute untersuchen, ist kein Lost Place wie jeder andere. Es ist ein Ort, an dem das Leid nicht endet. Tief in den Wäldern bei Holzen, verborgen hinter Bäumen und Moos, lag einst ein Heim, das Kindern Schutz versprechen sollte. Das Kinderheim Rübezahl. Was wie ein Märchen klingt, war in Wirklichkeit ein Albtraum. Doch das Grauen begann schon davor. In den letzten Kriegsjahren stand hier ein Zwangsarbeiterlager. Männer, Frauen, aus ihren Ländern verschleppt, hausten in eiskalten Baracken, gepeinigt von Hunger, Krankheit und Gewalt. Für die sadistische Belustigung der Täter gab es das Hasenrennen. Man ließ die Gefangenen über die Lichtung laufen. Ein Befehl: Lauf! Weich der Kugel aus! Schaffst du es, bist du frei! Aber jeder wusste, Freiheit kam nie. Nur eine Kugel oder das Knirschen der Stiefel bei der nächsten Patrouille. Nach dem Krieg neue Namen, gleiche Mauern. Aus dem Lager wurde ein Heim, ein Ort für Kinder, für Waisen, für vermeintlich schwer Erziehbare. Doch aus Wärme wurde Kälte. Die Baracken blieben, die Schreie änderten sich. Die Frau, die über das Heim herrschte, hatte viele Namen. Der am häufigsten geflüsterte war die Teufelin. Sie schlug Kinder mit Teppichklopfern und Rohren, sperrte sie tagelang in dunkle Kammern ohne Essen, und wenn ein Kind schrie, wurde es kopfüber in das Plumpsklo gedrückt. Dort hingen sie, zitternd, würgend, manchmal ohnmächtig. Einer dieser Jungen war Jürgen. Eine Zeitzeugin beschreibt ihn, nackt, fahl, festgebunden mit beiden Händen über dem Kopf, das linke Bein ans Bett geschnallt, nur das rechte lag schlaff angewinkelt. Unter ihm eine große dunkle Lache aus Blut. Es sickerte vom Körper aus dem Bereich, den ein Kind niemals blutig sehen sollte. Danach verschwand Jürgen. Für immer. Es wurde nie erklärt, nie ermittelt. Kein Grab, kein Abschied, keine Gerechtigkeit. Und Jürgen war nicht der Einzige. Viele Kinder verschwanden aus den Akten, aber nicht aus der Erinnerung. Im Jahr 2009, Jahrzehnte später, kam es zur letzten Gerichtsverhandlung. Der Vorwurf: Mord an Heimkindern.
Die Stimmen der Opfer waren da, aber Beweise? Verloren, vernichtet, vergessen. Die Verfahren wurden eingestellt, doch der Ort schweigt nicht. Besucher berichten von kalten Stimmen im Wind, von flüsternden Schatten zwischen Bäumen. Die Gebäude sind längst verschwunden, aber etwas ist geblieben. Etwas, das atmet. Heute kehren wir zurück an diesen Ort, nicht um Geister zu jagen, sondern um zuzuhören. Denn manchmal spricht das Grauen zu denen, die bereit sind, still zu sein. Dies ist keine gewöhnliche paranormale Untersuchung. Dies ist eine Reise in das, was nie erzählt werden durfte. Eine Reise in den Ort, an dem Kinder geschrien haben und niemand kam. Warum ausgerechnet dieser Ort? Das ehemalige Kinderheim Rübezahl und das frühere Zwangsarbeiterlager tragen eine dunkle, oft totgeschwiegene Vergangenheit in sich. Viele Geschichten von Leid, Missbrauch und menschlicher Grausamkeit sind nie wirklich aufgearbeitet worden. Wir sind nicht hier, um Schuldige zu suchen oder alte Wunden aufzureißen. Wir wollen niemandem wehtun, aber dieser Ort wurde sich selbst überlassen, als hätte all das nie stattgefunden. Und genau das macht es so wichtig hinzusehen. Ob man nun an das Paranormale glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Für mich aber steht fest, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können. Vielleicht ist es genau das, was mich antreibt. Die Hoffnung, etwas zu verstehen über das, was war und über das, was vielleicht kommt. Denn irgendwo in all dem Dunkel glaube ich, dass es Antworten gibt. Auch auf die Frage, was nach dem Tod auf uns wartet. Ja, hier. Wir haben jetzt lange gesucht, ne, Rosi? Oh, richtig lange. Es So. ist alles so dicht zugewachsen. Aber wir haben jetzt einen Platz gefunden, wo eine kleine Lichtung ist, wo man sich setzen kann. Und ich denke, Ich denke, dass das auch der Platz hier wird. von hier aus die Aufnahmen gut. Da war ja das Loch in diesem Rödel. Rödel was? Röder. Röder Lager. Röderlager. So, und hier haben wir gesagt, dass wir hier heute Abend sitzen. Wir haben jetzt einige Sachen hier hingestellt, wie eine Bodenplatte, Reste von Fliesen, vom Waschraum, Toilette, Küche, keine Ahnung. Rosi hat noch einen Knochen gefunden, den hat sie da jetzt mit hingelegt. Ich habe nämlich die Vermutung gehabt, dass wir Objekte, womit diese Kinder eigentlich auch in Berührung waren, jeden Tag in Berührung waren, dass wir die hier mit hinlegen, vielleicht als Trägerobjekt oder nicht, probieren geht über Studieren. Das war jetzt halt mein Gefühl. Eine Bodenplatte, da ist jeder drüber gelaufen. Fliesen, ja, der Knochen, ich weiß nicht, ob das ein menschlicher oder ein Tierknochen ist, keine Ahnung, ich denke mal eher ein Tierknochen. So, und das werden wir dann ja heute Abend hier sehen. So, das ist hier noch ein Fundament drumherum, man sieht das von den Steinen. Das war eine Baracke früher. Laut dem Plan, was war das noch gewesen? Was haben wir gesagt? Ich glaube für die Kleinen, ne? Entweder von den Kleinen oder die Heimleitung. Ne, die Da Heimleitung. drüben war Erzieherin und Heimleitung. Einer auf der, einer auf der Seite. Aber ich vermute eher, dass das eine Kinderbaracke war. Das müssen wir uns nochmal im Plan. Björn, der wird das, glaube ich, auch wissen. Björn weiß das. Und ich meine, dass es nicht die Heimleitung war, weil ich finde, es ist einfach zugleich mit den anderen Großen, Ja, mit den Baracken. ja. Ich glaube, das war für die ganz Kleinen hier.
Und da hinten ist auch noch eine Baracke, aber da kommt man ganz so gut wie gar nicht hin. The fog rolls in, whispers are rising. Where does it begin? Cold creeps in, it's under my skin. An echo of fate lost in the wind. Beyond the shadows where no one dares to breathe, ghosts are watching, their secrets never leave. Paranoid instinct, we hunt through the night. Voices are calling, the truth comes to light. What lies hidden, what is real between the worlds? Paranormal. Flickering lights, a breath so cold. Time distorts, the past takes hold. Orbs in the dark, a sign or a lie. Beyond the shadows, a whisper so low. Can you hear the calling? Do you dare to go? Power instinct, we hunt through the night. Voices are calling, the truth comes to light. What lies hidden, what is real between the worlds? Paranormal night. One last glimpse, a shadow moves on, but their voices, they're never gone. Ja, willkommen zu unserem paranormalen Video im Kinderheim Rübenzahl in Holzen. Ihr hattet jetzt schon die Vorgeschichte gesehen, die wir eingeblendet haben. Die ging jetzt ein bisschen länger, weil es sollte auch ein bisschen ausführlicher sein, weil dieser Ort hat es einfach auch in sich von der Geschichte. Wir haben uns, die Leute bei Facebook haben ja schon gesehen, wo wir uns ungefähr hingesetzt haben, wie es hier ungefähr aussieht am Tag. Wir haben, ja, wie nennt sich der Ort hier noch? Die Bluterde von Holzen. Na, die Geschichte. Diese Baracke hier, wir wissen nicht. Da hat das geblitzt. Wetterleuchten vielleicht? Hä? Wetterleuchten? Auf dem Boden? Ja, auf dem Boden nicht. Okay, ich erkläre mal eben was wir haben. Hinter den Kameras steht ein REM-Pod, der piept, der auf magnetische Strahlung reagiert. Kamera, meine, Rosis Kamera, Ameline, Alice, Testcam. Es kann sein, dass hin und wieder mal ein bisschen was blitzt, weil Björn tut hin und wieder für sich auch was aufzeichnen und dann blinkt das hier ein bisschen. Ja, jetzt haben wir hier aufgestellt 2 Meter Kerzen, dann halt die Steine. Das haben wir gemacht aus dem Grund, weil dieser Ort, diese Steine, das waren Bodenplatten und damit ist sicherlich jemand in Berührung gekommen. Und Fliesen haben wir gefunden, ein Knochen. Und der Knochen, der wird wahrscheinlich tierischen Ursprungs sein. Das ist wahrscheinlich, ja. Teddys haben wir hingestellt. Wir haben auch noch Schokolade mit. Da hinten habe ich noch eine Kamera hingestellt. Die filmt so ein bisschen das Freie da vorne.
vielleicht, dass wir mal ein Licht oder sowas aufnehmen. Hier steht der Katzenball. Der hat eben schon einmal geblinkt. Aber muss nichts heißen. Richtig. So, Björn ist heute mit dabei. Rosi ist da mit bei. Und ich habe mir auf dem Handy auch Fragen erstellt. Aus der Zwangsarbeiterzeit, aus der Kinderheimzeit und für Seelen, die so anwesend eventuell sind. Damit das ein bisschen Struktur kriegt. Damit wir nicht einfach irgendwie wieder durcheinander gehen, weil wir wollen ja auch wissen, was ist hier wirklich geschehen. Weil es geht ja was mir sehr nahe ging, war das mit diesem jungen Jürgen. Den man dann eventuell, so wie ich es nur gelesen habe, wie Müll entsorgt hat. Ne? Der ist ja nie wieder gefunden worden. Was genau mit passiert ist mit dem Jungen, weiß keiner. Ich hatte vorhin bei Rosi noch ins Buch geguckt. Es gibt ein Buch, das heißt Die Teufelin von Id. Ja. Und da wurde gesagt, als das wohl auch vor Gericht ging, weil sie auch zu wenig Beweise hatten, das wäre Rote Beete gewesen. Naja, ich denke, also ich habe da mein eigenes Urteil, weil wenn der Ort schon so dunkle Energie hier hat, was hier damals passiert ist, was man mit diesen Kindern gemacht hat, nur weil diese Kinder elternlos waren, die waren heimatlos. Ja, und das dann, das sind ja Schutzbefohlene, wenn die das dann sowas machen mit den Kindern, ja, wollen wir sehen, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, du machst die Alice, ich mach die Amelie. Wo ist der Eingang? So. Dann würde ich anfangen. Ja, wir kommen hier heute mit dem höchsten Respekt. Wenn hier jemand anwesend ist aus der Zeit, aus der Kinderheimzeit, Rübezahl oder aus der Zwangsarbeiterzeit und uns was zu sagen hat oder was loswerden möchte, der hat die Möglichkeit, dies jetzt zu tun. Wir haben auch einige Fragen gestellt. Wir haben einige Fragen, die wir euch auch stellen möchten. Falls diese Fragen euch irgendwie zu nahe gehen, dann müsst ihr uns einen Hinweis geben. Ihr habt die Möglichkeit, uns entweder auf die Kameras zu sprechen oder auf die beiden Geräte hier. Effektiv. Okay. Ihr könnt, wie gesagt, auch auf die Kameras sprechen. Energie könnt ihr euch von den Kerzen nehmen. Da stehen Teddys, falls hier Kinder sind, Spielsachen. Hast du dir das Auto noch mit? Nee, ne? Steht schon da. Ein Spielzeugauto steht auch noch da. Wir haben auch Schokolade mit. Technik. Viel Technik. Ja, Höre meine Stimme. höre meine Stimme. Da hinten steht ein Gerät hinter den Kameras. Wenn du das anfasst, kannst du dir Energie nehmen und kannst dich auch bemerkbar drüber machen. Das fängt dann leicht an zu piepen oder hier diese Geräte zum Blinken bringen. Ich frage jetzt mal, ist hier jemand anwesend, der mit uns kommunizieren möchte, der was sagen möchte? Freizeit. Rettung? Rettung? Freizeit, Rettung. Braucht ihr Hilfe? Motto. Motto.
Ich werde eben die Fragen Reakt? Das ist ganz oben. Reakt. Reakt. Okay, kannst du uns vielleicht einen Hinweis geben, wo wir uns hier gerade befinden? Bist du ein Kind? Es ist so schmerzhaft. Gedicht? Es ist so schmerzhaft. Wurde dir hier Schlimmes angetan? War das dein Magen? Das kann sein, ja. Ich muss erstmal einen Hinweis finden, ob wir jetzt hier mit der Zwangsarbeiter kriegen oder mit den Kindern, weißt du? Na eben. Ist hier jemand aus dem Jahr 19... Ich war abergläubisch. Ich war abergläubisch. Ist hier jemand aus dem Jahr 1944? Hast du Zwangsarbeit geleistet? Ergebnis. Mama. Mama würde für Ihr mich... Kind. Okay, fangen wir mit... Okay, suchst du deine Mama? Ich weiß jetzt nicht, da an der grünen Lampe ist doch ein Schuster gewesen, ne? Ob der jetzt einen Schatten da geworfen hat an diesen beiden Bäumen hier. Aber das wurde einmal eben unterbrochen, hier an diesen beiden kleinen Weißen. Okay. Neben der Ameline. Aber warum sollte? Okay, ich frag mal, wurdest du hier eingesperrt? Streit. Streit. Hast du dich mit den Erziehern immer gestritten? Begräbnis meiner Mutter. Begräbnis meiner Mutter. Kennt hier jemand Jürgen? Entzündung. Führer. Was? Führer. Führe Führer, ne? Oder? und Entzündung. Okay.
Hier. Hier? Mhm. Ich habe ja gefragt, wegen den Erziehern. Hier. Durftet ihr spielen? Hier, Da hier kommt knackt was. irgendwo immer. Riecht irgendwas lang da hinten. Aber was Großes. Kann sein. Alter. Ich hab's gehört. Segel. Ich suche mir schon mal einen Baum. Rosi. Ich habe noch ein Multitool dabei. Keller. Ich habe ein Messer. Keller, Ast. Wurdet ihr im Keller eingesperrt? Morgen. Wer hat euch eingesperrt? Ist eventuell hier jemand anwesend, der mal den Jürgen holen kann? Bitte? Ist schon passiert. Ist schon passiert? Okay, danke. Oder halt vielleicht was anderes, was ich eben gehört habe, dass gleich noch was passiert. Warst du in einem großen Krankenbett? Apfel. Warst du in einem großen Krankenbett? Das war ich. Alter, ich habe gerade gedacht, da knurrt was. Das war ich. Tropisch. Schlafend. Schlafend. Da ist die Mauer, ne? Ja. Pfostenklinge. Schlafend. Warst du in einem Krankenbett? Schlafend. Kennt ihr einen Namen? Kennt ihr einen Jungen namens Jürgen? Erstaunt. Erstaunt. Jürgen, kannst du uns hören? Rauch. Atmosphäre. Atmosphäre. Wenn hier jemand anwesend ist, der nicht möchte, dass wir mit den Seelen aus der Zeit kommunizieren, gibt es da eine Möglichkeit, das mit Edelstein, Rockmusik.
Rockmusik. Das Vor Gericht bringen. vor Gericht bringen. Okay. Es soll aufgeklärt werden. Aber um das vor Gericht zu bringen, ihr müsst uns da helfen. Ihr müsst versuchen, so gut wie möglich unsere Fragen zu beantworten. Weiß jemand, warum der Jürgen festgebunden wurde? Kultur. Kultur. Fürchtet euch nicht. Wir fürchten uns nicht. Kann jemand sagen, warum Jürgen nackt im Bett lag? Verband. Verband. Brauchst du einen Verband? Man weiß ja nicht, ob die das gerade immer wieder leben, ne? Sollen wir jemanden holen? Innen. Innen. Mein Name ist Janina. Janina, mein Name ist Janina Innen. Hallo Janina. Hallo. Janina, kannst du uns helfen? Kannst du uns helfen bei der Kommunikation, bitte? Robert. Robert. Ich weiß nicht die Namen von den Leuten. Ich frage jetzt mal noch weiter an Jürgen. Mächtig. Mächtig. Kam jemand regelmäßig ins Zimmer, um dir weh zu tun? Wir waren Kinder. Wir waren Kinder. Ja. Okay. Danke. Ja. Was? Oh, was ist da? Was denn? Hast du es nicht gehört? Da ist eine Maus. Ja, Da? dann war die das vielleicht, ja. Ja, da hinten rennt was. Okay. Ähm, was habt ihr denn hier gemacht? Wie ging es euch hier? Ihr wart Kinder, wir haben euch Geschenke mitgebracht. Schaut mal, die ganzen Teddy und das Spielzeug, das ist alles für euch. Wenn ihr Schokolade haben möchtet, gebt uns einen Hinweis. Rauch. Rauch, das kam ja eben schon mal, ne? Kam das aber aus der Alice oder Ameline? Aus Ameline. Nee, du, das Das ist Ameline. ist Ameline, ja. Jetzt kam es aus der Alice. Moment, Rauch. Räuchern. Weihrauch habe ich ja nicht mit. Ich habe nur den weißen Salbei mit jetzt.
Ich habe noch diesen Bleifuß. Möchtet ihr Bleifuß? Sollen wir Bleifuß anzünden? Ressource. Das ist eine Ressource. Rosi? Bestrafen. 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 Moment, bestrafen. Die wurden ja ständig bestraft. Hat man euch ohne Grund bestraft? Ja, Abstand. Abstand. Irgendwas kommt da. Geh weg. Abstand. Lösen. Lösen. Wir müssen mal in den... Da ist Bleifuß dran. Ne? Finde ich das irgendwann? Das müsste, habe ich da eigentlich reingepackt. Und da nicht. Ey, nee, jetzt sag nicht, der ist. Nee, jetzt sag mir nicht, der ist. Unten. Ich habe den eingepackt, aber der liegt in der grünen. In der grünen Konsum. Mal gucken, was hier noch drin ist. Aber ich habe jetzt hier auch nichts dran. Nee, nur den Salbei. Schnitzen. Schnitzen. Ich soll nicht. Ich soll nicht. Was sollst du denn nicht? Aber nach dem Rauch kam auch direkt Bestrafen. Ne? Ja, aber, ja. Rechtfertigung. Mitglieder. Recht. Rechtfertigen Mitglieder. Sitzen hier wie auf dem Präsentierteller, Mann. Ja. Unordentlich. Kirchenglocken. Eule. Nee. Eule. Kauz oder Eule. Könnt ihr uns sagen, was das hier für ein Gebäude war? Was hat man hier drinnen gemacht? Was ist das? Eine Eule. Nee, Doch. Kann ein Fuchs sein. das sind Füchse. Rehe. Rehböcke. Böcken auch so. Die 10 Gebote. 10 Gebote. Brad. Brad. Brett. Brett, der Name fiel schon im Länderlager. Ja, der viel öfter schon. Ja. Gibt es eine Farbe, die wir euch anzünden sollen als Kerze? Wir haben weiß, grün, gelb, rosa. Geschüttelt. Geschüttelt. Stempel. Stempel. Geschüttelt. Kinder wurden auch früher geschüttelt. Ja.
Wurden die Erzieher handgreiflich? Haben die dir wehgetan? Lager. Lager, Lagern. lagern, 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 lagern. Moment, lagern? Ja gut. War hier nicht irgendwo auch wo die was gelagert haben? Gebäude? Vorratslager oder irgendwas? Was wurde denn hier gelagert? Inhalt. Könnt ihr euch mal... Kann man... Schwarzes Schaf. Schwarzes Schaf. Kann mal vielleicht jemand von euch an diese Teddys gehen? Ihr könnt da gerne hingehen. Wir tun nichts. Im Gegenteil. Die sind für euch. Wir lassen die auch hier. Ihr könnt euch die angucken. Könnt damit spielen. Und selbst. Und selbst und selbst? Video. Dresden-Video. Ja, ja, nicht schon wieder Schlimmes. Sofort sichern. Video ist nicht schlimm. Ihr wollt ja auch Gerechtigkeit. Und dafür brauchen wir auch Gast. 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 Wir sind Gast. Oder ist jetzt jemand als Gast zugekommen? Da hinten. Ihr müsst uns bitte Hinweise geben oder macht euch mal irgendwie bemerkbar. Wissenschaft. Wissenschaft. Ich werde gerade unruhig. Unruhig. Licht. Licht. Fenster. Fenster. Nachfrage. Ich frage mal jetzt vielleicht Zwangsarbeiter. Es kam ja, wir waren Kinder. Wofür habt ihr hier gearbeitet? Didi? Ziehen. Warte mal, ziehen. Wofür habt ihr hier gearbeitet?
Veranda. Wäre. Veranda. Hä? Veranda. Das ist ein Balkon, sowas, ne? Eine Terrasse. Ja. Es war anstrengend. Es war anstrengend. Passt zu der Frage. Ihr habt gegen eurem Willen hier gearbeitet, richtig? Werden. Wanderung. Habt ihr in den Stollen gearbeitet? Sein. Sein. Kann mal vielleicht jemand an die Teddys gehen? Bitte? Mitschleppen. Mitschleppen. Gab es Fluchtversuche? Direkt. Direkt. Das klingt wie ja. Wenn es um die Zwangsarbeiter geht, da gab es Fluchtversuche. Das Ja. steht fest. Auf jeden Fall. Da wurden auch im Dorf welche versteckt. Ja. Das ist auch bekannt. Gab es hier Verletzte und Kranke? Wichtig. Wichtig. Gestreckt. Gestreckt. Moment. Wurde er nicht über der Arm, Hier wohnen über den ja. Kopf? Nee, die wohnen ja auch. Wie hieß es noch? So ähnlich wie gestreckt. Gefoltert. Hm? Gefoltert? Nee, ja. Mensch. Gebrochen. Gebrochen. Die wurden gebrochen hier. Ja, die Seelen wurden gebrochen. Ja. Aber auch sicherlich auch die Knochen, ne? Nein, die wurden gebrochen psychisch. Meine ich. Ja? Jetzt nicht durchgebrochen, sondern Ja, ja. so vom Ja. Körper her, sondern psychisch wurden die, ihr Willen wurde gebrochen alles.
Wurden hier Menschen getötet? Ausleihen. Möglicherweise. Was wurde mit diesen getöteten Menschen gemacht? Wurden sie versteckt? Semester. Wie waren denn die Erzieher zu euch hier? Waren die nett? Unordnung. Unordnung. Wurdet ihr bestraft, wenn es unordentlich war? Er war mein Feind. Er war mein Feind. Wer? Wer war dein Feind? Es gab hier eine weibliche Heimleiterin. Welchen Namen habt ihr ihr gegeben? Küche. Küche, Moment. Pass auf, Vorsicht. Hier ist ein Wasseranschluss. Wir wissen Ja. nicht, ob es von der Heizung ist. Und hier lagen Steine mit Fliesen. Ja. Wir wissen nicht, ob das jetzt hier die Küche, Bad war. Katastrophe. Katastrophe. Die Heimleitung war eine Katastrophe. Die Heimleitung. Aber ihr habt ihr einen bestimmten Namen gegeben. Wie nanntet ihr die? Spezial. Spezial. Desolate. Desolate? Spezialdesolate? Papa ist weg. Papa ist weg. Das hatten wir auch schon in der Burg. In der Burg hatten wir das. Sind hier Kinder gestorben und wurden heimlich beseitigt? Am schlimmsten. Am schlimmsten. Okay. Alle. Deine Frage war, wurden sie beseitigt? Ja, Das war am schlimmsten? Und alle. Es wurde ja auch gesagt, dass mehrere beseitigt worden sind, ne? Und nie wieder gefunden wurden. Richtig. Dann gab es Hinweise, die wohl laut Zeugenberichten, ob es stimmt, ich weiß es nicht, da waren wohl Bunker gewesen, da sollen die wohl hingebracht haben oder irgendwas. Was können wir für euch tun?
Bunker nicht aus Beton. Wir müssen hier noch irgendwo hier sein. Was? Die Bunker. Beenden. 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 Am besten nochmal eine Schulungskarte anfertigen. Sieht man alles drauf. Klapp. Klapp. Lebendig. Habt ihr nachts Schreie gehört? Von den anderen Kindern? Seine Pistole. Seine Pistole. Ich wollte nämlich jetzt gerade die nächste Frage stellen und die heißt, gibt es eine bestimmte Person, die besonders grausam war? Wissen. Wissen. Wiederherstellen. Wiederherstellen. Was sollen wir wiederherstellen? Welche Person war grausam zu euch? Besonders grausam. Entweder ist das Gewitter. Bitte setzt euch. Dein Magen, oder? Na, jetzt nicht, nee. Gibt keinen Regen heute. Ja, Regen nicht, aber kann ja Hitzegewitter sein, ne? Das brauchen wir ja noch. Ja, wenn das jetzt regnet, müssen wir sofort abbrechen. Ja. Gibt keinen Regen. Gerät. Gerät. Die Schokolade hast du noch? Habe ich hier. Ne? Eine Schale hatten wir. Gerufen. Gerufen. Haben wir die jetzt mitgenommen oder nicht? Anthony. Anthony. Gerufen. Also ich habe es auf der Treppe stehen sehen. Ja, da stehen sie dann auch. Stehen sie gut durch. Ja gut, dann legen wir die Stück Schokolade da. Ich zünd mal noch eine kleine weiße und eine kleine grüne Kerze an. Die ganze Tafel hinlegen? Nee, Nee, ne? leg mal 2 oder 3, 4 kleine Stücke. Berechnung. Boah, ey.
Ähnlichkeit. Wir kämpfen noch immer. Wir kämpfen noch immer. Oh. Vielleicht sind hier auch deutsche Soldaten hier, keine Ahnung. Oder amerikanische. Warst du ein Soldat? Lokalisieren. Lokalisieren. Ich habe euch 2 Kerzen angezündet. Du fällst auf. 2 Kerzen angezündet. Die könnt ihr als Energieträger nehmen. Oder als Licht, um den Weg zu finden. Dann haben wir für die Kinder, Sie selber. Sich selber. die selber, haben wir Schokolade hingelegt. Könnt ihr gerne nehmen. Könnt ihr euch mal irgendwie bemerkbar machen über die Kerzen, bitte? Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit. Hast du eine andere Möglichkeit? Nicht notwendig. Könnte. Nicht notwendig. Könnte. Sie könnte, aber es ist nicht notwendig. Ja. Luftschutzbunker. Passt ja auch wieder voll, ne? Luftschutzbunker. Was genau meinst du mit dem Luftschutzbunker? Habt ihr einen gesucht? Neunzig. 90. Wie viele Kinder waren hier? Schüler? So viele aber glaube ich nicht, oder? Was sagst du, Björn? Einige, glaube ich. Verlieren. Verlieren. Erzähl uns bitte was über diesen Ort hier, über dieses Haus, wo wir jetzt gerade drinnen sitzen. Eine flackert ganz sehr und die andere gar nicht. Siehst du das? Ja gut, der Docht, Aber guck mal, das wie ist weit doch- der Docht Ich daraus wollte ist. gerade sagen, der ist aber auch sehr groß. Ne? Einäscherung. Bekannt geben. Einäscherung. Möchtet ihr was bekannt geben? Ich hab's gehört. Ich habe gerade Augen gesehen. Nee, echt. Ist egal. Und hier müsste es ein kleineres Tier sein, sonst würdest du es mehr hören. Ne? Es läuft da hinten schon irgendwo.
Jetzt da. Jetzt hat da ein Ast geknackt. Birgit, Birgit? Hallo? Ist Jürgen noch da? Spitze. Spitze. dann, verdienen, Musstet ihr nachts draußen hier alleine bleiben? Wurdet ihr nachts geweckt und mitgenommen? In meinen Mund gelegt. In meinen Mund gelegt. Ja, kannst du jetzt aussuchen. Geld, Geld. Was haben sie dir in deinen Mund gelegt? Fahrbahn, Fahrbahn. Habt ihr eine Botschaft für die Welt? Webseite, Die Botschaft für die Welt steht schon. Ja. Ja, kann man nachlesen. Webseite. Ist jemand bei euch?
Jetzt ist mit einmal so ein bisschen Stille, ne? Ganz, ganz still, ja. Wie spät ist das jetzt? Die werden bestimmt schwer bewacht. Paar, Paar. Es ist gleich 11:30. Seht ihr die Schokolade? Ich wurde angebunden. Ich wurde angebunden. Das ist ja. Okay. Dann bist du Jürgen. Jürgen, hat jemand gesehen, was dir angetan wurde? Hat das jemand gesehen? persönlich, Also es hat jemand persönlich gesehen. Also stand jemand persönlich mit. Ja. Es war ja der, auch ein Junge, glaube ich, ne? In dem Bericht, den ich zu Hause habe, steht das ja auch drin. Dass er das gesehen hat und sein Leben nicht vergessen wird. Träger. Können wir dir irgendwie helfen, damit du Frieden finden kannst? mysteriös, Versuch mal bitte langsam mit den Geräten irgendwie, nimm dir ein bisschen Zeit, aber versuch mal ein genaues Wort rauszugeben, eine genaue Antwort für uns, bitte. Ich frage nochmal, Auswurf. Auswurf. Können wir dir irgendwie helfen, Frieden zu finden? trocken, Möchtest du etwas loswerden? Evakuieren. Evakuieren. Das ist so ein bisschen genau diese zwei Seiten, ne? Zwangsarbeiter, Kinder. Als wenn jeder seine eigene Geschichte erzählt. Ne? Ja. Evakuieren, Luftschutzbunker, vielleicht Fliegeralarm? Warst du Ich bin Rudi. Rudi? Hallo Rudi. Hallo Rudi. Jürgen, warst du alleine im Raum? noch, Noch. Als wenn es wieder passiert. Ne? Kommt sie gleich? Kommen sie gleich? Dose. Jürgen, es wird gesagt, was ist passiert? Wurdest du sexuell missbraucht? Anthony, Anthony. Von Anthony? Ja, glaube ich doch. Also wenn die Soldaten reingelassen haben.
Axt, Axt, Spitze, Axt und Ja. Spitze. Das kommt schon mal. Axt, Spitze und Ich glaube näher, ne? leer. Leer. aggressiv, Aggressiv. Aggressiv. Spitze, vielleicht haben sie ihn ja, es hieß Na, ja, er hat ne? ja aus dem Po geblutet, ne? Vielleicht haben sie ihn ja auch was. Möchtest du nicht lieber von diesem Ort loslassen? Lieber auf eine bessere Seite gehen? Was oder wer hält dich hier noch fest? identifizieren, Ist nicht so, dass viele auch erst gehen, wenn alles geklärt ist, aufgeklärt. Vielleicht wird immer noch drauf gehofft, dass es geklärt wird. Ja, nur. Ich bin mal gespannt, ob EVPs, ne? werfen, Zeigt zu uns. Schmeiß mal was zu uns. bekennen, Ähm, ihr trainieren, trainieren. Okay, du musst es trainieren, vielleicht um was zu schmeißen. Dann lass dir Zeit. Schmeiß mal so einen Tanzapfen. Ihr wurdet irgendwo eingesperrt. Wo wurdet ihr eingesperrt? Im Erdgeschoss, im Keller, draußen, im Kartoffellager. ihr seid verflucht. Jetzt haben wir einen Salat. Hä? Jetzt haben wir einen Salat. Also, das kommt öfters mal. Ich würde mal Therapie, Therapie. Nenn uns doch mal ein Teil, was da in der Mitte liegt. Kannst du davon was erkennen?
Seid ihr alle weg? Fällig, Völlig? geduldig, Blut. Mhm. Wo ist denn das Blut? Wo siehst du das Blut? Oder wo läuft es raus? aktuell, Es ist jetzt 5 nach halb 12. Hast mich erschreckt. Wollen wir mal ein Gebet sprechen, gucken? Bin ja gucken, vielleicht melden sich ja noch Hast du mehr. ein bestimmtes mit? Ja. Ja, was passen könnte? Rand. Brand. Entscheidung, Entscheidung. Ich werde jetzt für euch ein Gebet sprechen. Es wäre schön, dass ihr uns eine Rückmeldung gebt. Am besten. Am besten. Gütiger Gott, erbarme dich der Seelen, die in der Dunkelheit wandeln, die den Weg verloren haben und nach deinem Licht suchen. Führe sie mit deiner Liebe, Karikatur, tröste sie mit deiner Gnade und schenke ihnen Frieden in deiner Gegenwart. Lass sie erkennen, dass sie niemals alleine sind, dass deine Barmherzigkeit größer ist als jede Verehrung. Amen. Amen.
Könnt ihr mir sagen, was ihr seht? Häftling, Häftlinge. Waren ja Häftlinge, die Zwangsarbeiter. Ja, natürlich. Wir möchten, dass ihr ins Licht geht. Luxus, Wir werden eure Namen nicht vergessen. Schmecken. logisch, Logisch. Und es kann schmecken, er ist ja am Essen. Was isst du da eigentlich? Irgendein Kuchen. Ich mach ein kleines Stück Kuchen dahin. Gib mal her, gib mal her. Nein, reiß mal ein Stück ab. Ein kleines Stück. Okay. regieren, Regieren. Ziemlich süß. Zeit. Zeit. Könnt ihr mir sagen, was ihr jetzt nach dem Gebet seht? Ungewöhnlich ruhig wieder. Blinkt das Licht? nicht zustimmen, Das blaue hinten? Oder ist das immer an? Das ist Dann, Powerbank. dann ist was vorbeigelaufen. Ja, es sind ja Äste, vor denen du dich Ja. gleich bewegst. Ne? Ja, das ist Werkzeuge. Werkzeug. Wer ist denn jetzt noch hier anwesend? Ist hier noch jemand, der noch Hilfe braucht? Wenn ja, bitte einmal über die Geräte kommunizieren oder über die Lampen oder da hinten ist ein Gerät, was blinkt. Ich leuchte da mal hin. Was piept? Was piept? Was piept? Das steht da. unter, Unter? Günther. Günther. Günther, was können wir für dich tun? Konzentration, Konzentration.
Pass. Kunde, Kunde. Wie nennt man denn das hier, wo wir sitzen? Was ist das hier? Mir wird schlecht. Warum? Was hast du? Was ist mit dir? Spectre, Was? Spektrum. S-P-E-K-T-R. Spektar. Wenn wir jetzt einen Umlaut da irgendwo einfügen könnten. Ich überlege gerade, was passen könnte. Sie. Sie, Was war sie? Was hat sie gemacht? Kuss, Kuss. Ich glaube, ich weiß, wie ihr sie genannt habt. Sie hatte ja einen bestimmten Namen. Die. Was war, die war ja hier, was war die noch? Aufseherin. Heimleitung? Ja, was war die? Aufseherin. Heimleitung? Aufseherin? Die Heimleiterin. Die hatte ja den Namen. Die Teufelin. Ich bin verhungert. Ich bin verhungert. Das würde, glaube ich, eher zur Zwangsarbeit passen. Ne? Hattet ihr Freunde hier? Backen, Backen. In der Küche. Ja. Jetzt wissen wir auch nicht, ist das hier ein Waschraum gewesen oder eine Küche? Es war ja bei der Heimleiterin, war ja hinten am Anbau, laut Zeichnung, Ach, Björn. Was sind? Körper, Körper. Tor. Eine Küche. Bei den Aufseherinnen, die waren ja, glaube ich, gegenüber das Gebäude, was du vorhin ihm gezeigt Ja, hast. das so schräg gegenüber war, genau. Da war ja Fernsehenraum drin. Absolvent, Absolvent. Ganz oben haben wir noch Teile gefunden von einem ganz alten Fernseher, diese komischen Knöpfe noch. Ja. Finden Sie noch einiges im Gelände.
Metalldetektor durchgehen würdest, dann würdest du schon auch Tote finden. Hier, pass auf, es gibt hier, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich dir erzählt. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe weitergesagt, ich habe nur gelesen, Kinderheim, Rübezahl, und dann war auf dem Bild, auf dem Coverbild von YouTube, eine Hüfte, ein großer Hüftknochen und menschliche Oberschenkelknochen. Das Video, ich habe noch gelesen, das war von 2023, glaube ich. Also haben die hier auch noch Knochen gefunden, ne? Ja, das ist bekannt. Ende. Was seht ihr gerade? Generieren. Da kommt was. Da kommt was. Rechte Kamera, hinter rechter Kamera. Aus der Ecke. Hör mal. Deutschland. Ich habe wahrscheinlich sehe euch. Ich sehe euch, aber richtig. Ich habe wahrscheinlich sehe euch. Ich sehe euch, aber richtig. Oder wie habt ihr die Heimleiterin genannt? Ihr habt ihr einen speziellen Namen gegeben. Oder wie habt ihr die Heimleiterin genannt? Ihr habt ihr einen speziellen Namen gegeben. Midnight calls, the fog rolls in, whispers are rising. Where does it begin? Cold creeps in, it's under my skin, an echo of fate lost in the wind. Beyond the shadows where no one dares to breathe, ghosts are watching, their secrets never leave. Paranoid instinct, we hunt through the night, voices are calling, the truth comes to light. What lies hidden, what is real between the worlds, paranormal. Flickering lights, a breath so cold. Time distorts, the past takes hold. Orbs in the dark, a sign or a lie. Are we alone, or are they alive?